Dieses Schweißgerät schweißt nach 40 Jahren wirklich noch wie am ersten Tag, ist eine absolute Legende, wäre heutzutage in der EU aber verboten. Das ist eine Maxstar 25 von dem legendären Hersteller Messer Griesheim. Wer vor 35, 40 Jahren in eine Fertigung gekommen ist, wo geschweißt wurde, da war Messer Griesheim und gerade so eine Maxstar oder auch verschiedene WIG-Anlagen wirklich der Standard für qualitativ hochwertige Schweißtechnik. Leider gibt es den Hersteller nicht mehr, das werden wir uns natürlich nachher auch nochmal angucken. Und leider wäre so ein Gerät heutzutage verboten. Und das möchte ich mir mit euch zusammen natürlich auch mal angucken. Nebenbei werden wir uns das Gerät natürlich ein bisschen näher angucken. Das ist wirklich toll. Das kommt aus meiner Nachbarwerkstatt. Die waren so freundlich, mir das mal für einen Nachmittag auszuleihen. Und die schweißen damit wirklich nach wie vor regelmäßig. Und natürlich dürfte man das im privaten Einsatz weiterhin nutzen. Man dürfte sowas auch noch gebraucht verkaufen, aber ein Händler in der EU dürfte so ein Gerät heutzutage nicht mehr verkaufen. Ich finde das wirklich schon spannend, wenn ich mir das Typenschild angucke. Hier steht noch drauf, Made in West Germany. Das Gerät wurde also deutlich vor der Wiedervereinigung hergestellt, muss mindestens 40 Jahre alt sein. Interessant sind auch die Leistungsdaten. Wir haben hier maximal 250 Ampere, haben bei 250 Ampere eine Einschaltdauer von 60%. Das heißt, wenn ich von 10 Minuten könnte ich 6 Minuten mit 250 Ampere schweißen. Und selbst bei einer 100%igen Einschaltdauer, dass ich dauerhaft damit schweißen kann, wären 190 Ampere. Und wir sprechen hier von einem luftgekühlten Gerät, also nicht wassergekühlt. Das sind also wirklich tolle Leistungsdaten. Die Frage ist natürlich, warum darf man so ein schönes Gerät heute in der EU nicht mehr verkaufen? Man dürfte es theoretisch also noch produzieren, man dürfte es aber nicht in der EU verkaufen. Das ist seit 2023 nach der EU-Ökodesign-Verordnung EU 2019-1784 nicht mehr erlaubt. Das Problem ist erstmal die riesige Masse von diesem Gerät. Dieses Gerät wiegt 80 Kilogramm. Ein vergleichbares Gerät, ich habe hier eine Picomic von EWM, die wiegt 15 Kilo und die ist wirklich nur so groß, weil hier auch 15 Kilogramm Rollen, also diese großen D300 Rollen reinpassen. Sonst wäre das Gerät, gibt es auch andere Versionen, nochmal deutlich kleiner. Und das ist halt das riesengroße Problem. Diese alten stufengeschalteten Geräte, sogenannte Trafo-Geräte, verbrauchen natürlich extrem viele Ressourcen. So ein moderner Inverter von wegen ist klein, leicht, handlich, verbraucht natürlich deutlich weniger Ressourcen und da hat die EU Handlungsbedarf erkannt und hat gesagt von wegen, nein, das möchten wir nicht mehr, das darf in der EU ab 2023 nicht mehr verkauft werden, das heißt, die Händler dürfen noch Restbestände verkaufen, das war es aber. Und das zweite ganz große Problem, solche alten Geräte oder solche Geräte von dem Schlag haben natürlich keine Lüftersteuerung, die Geräte haben eine sehr hohe Leerlaufaufnahme, das heißt, wenn ich das Gerät einfach nur stehen habe und nicht damit schweiße, dann verbraucht es wirklich auch schon viel mehr Leistung als ein moderner Inverter. Und darum wurde auch gesagt von wegen, das möchten wir nicht mehr. Es geht also um den ökologischen Fußabdruck solcher stufengeschalteter Schweißgeräte. Da ist ein Inverter natürlich deutlich besser. Aber ob man dann sowas gerade verbieten muss, halte ich für absoluten Schwachsinn, halte ich für absoluten Blödsinn. Das Ganze hat auch noch ein paar positive Sachen, das gucken wir uns natürlich gleich an. Im Prinzip ist es so, wenn ich heutzutage eine moderne Fertigung habe und wirklich richtig Geld in der Hand nehmen möchte und mir Schweißtechnik neu kaufe, dann würde ich mir doch kein stufengeschaltetes Gerät mehr kaufen. Das ist doch wohl absoluter Schwachsinn. Dann kauft man sich einen modernen Inverter. Ich zeige euch da gleich noch mal ein paar Beispiele. Die Möglichkeiten sind wirklich gigantisch. Die Geräte sind leicht, sind handlich, sind wartungsfreundlich. Wenn mal was kaputt geht, ist es deutlich günstiger, als wirklich hier was auszutauschen. Der Vorteil von so einem Trafo-Gerät, von so einem stufengeschalteten Gerät ist natürlich, die sind extrem langlebig. Die werden gerade im Pipeline-Bau benutzt. Die werden zum Beispiel in der Landwirtschaft unwahrscheinlich gerne genutzt, weil man die über 40 Jahre hat. Und das ist sicherlich heute auch noch die Zielgruppe, die sich sowas kauft. Ein Landwirt, der sagt, ich habe die letzten 40 Jahre mit meinem Trafo-Gerät geschweißt.
Ich bin jetzt 65 und für die nächsten 40 Jahre brauche ich auch nochmal, die meisten sind ja sehr optimistisch, brauche ich auch nochmal wieder so ein Trafogerät. Aber ich denke mal, die Masse an Leuten, wenn man sich das allein schon anguckt und vergleicht, was heute ein moderner Inverter bietet, wie viele Möglichkeiten, wie viele verschiedene Programme für die verschiedensten Werkstoffe, das ist wirklich genial, das ist gigantisch. Die Geräte sind leicht, die Geräte sind tragbar. Also da denke ich mal, die Zielgruppe, die sich irgendwo sowas kauft, die ist wirklich sehr, sehr gering bei so einem Trafogerät. Und ich denke mal, so eine Verordnung, um das Ganze zu erstellen, eine EU-Ökodesign-Verordnung, EU 2019-1784, so heißt das Ganze. Ich kann es hier unter auch verlinken. Das wird auch massiv Ressourcen gekostet haben, sowas überhaupt zu erstellen. Und die Sinnhaftigkeit oder so sehe ich da nicht. Ich war das erste Mal bei dem legendären Hersteller Rehm. Die haben leider zum 1. Juni den Betrieb die Fertigung eingestellt, alles die Geschäftsbeziehungen oder Geschäftstätigkeit eingestellt. Rehm gibt es also nicht mehr, finde ich sehr schade. Alle Mitarbeiter haben die Kündigung bekommen. Sehr, sehr schade. Ein weiteres Traditionsunternehmen, das vor die Hunde gegangen ist. Da war ich das erste Mal vor ein paar Jahren und die haben mir das erste Mal erzählt. Stufengeschaltete Geräte laufen jetzt aus, dürfen ab 2023 nicht mehr an die Händler verkauft werden. Das heißt, die Händler durften noch Restbestände abverkaufen und das war's dann. Wenn man hier die Einschaltdauer sieht, bei so einer Picomic, die ist bei 100% gerade mal bei 150 Ampere und bei den maximalen 220 Ampere gerade noch mal bei 30%. Erinnert euch vorhin an das Typenschild. Also das ist wirklich auch eine ganz andere Liga, obwohl die meisten sagen, so eine Picomic schaltet angeblich niemals ab oder so. Ich kann es nicht bewerten, ich habe die noch nie so massiv belastet. Und auch diese kleinen Inverter hier, wenn man die einstellt oder so die Möglichkeiten und so eine digitale Steuerung, die hier die Parameter einstellt, das ist natürlich zeitgemäß, das ist natürlich eine ganz andere Liga. Aber wenn jemand so ein altes Trafogerät hat, dann sollte man dem das doch nicht nehmen. Auch die Ausstattung, wenn man sich das hier anguckt, das ist wirklich noch Qualität. Also da hat man wirklich früher noch auf Qualität geachtet. Das ist die Massezwinge und die schaffe ich mit einer Hand wirklich hier nicht vernünftig zusammenzudrücken. Also ist wirklich schwer. Das ist der reinste Griffkrafttrainer. Das ist wirklich noch richtig Qualität. Natürlich ein massives Kupferkabel. Das Kupferkabel ist ultra flexibel. Da macht es also wirklich Spaß mit zu arbeiten. Und selbst das Schlauchpaket sieht nach 40 Jahren noch so aus. Ich kenne natürlich nicht das Gerät von A bis O, habe es nicht immer begleitet, aber es sieht wirklich noch so aus, als wenn es wirklich noch eins der Original-Schlauchpakete ist. Auch das Schlauchpaket ist richtig schön flexibel, also das ist auch wirklich 25 Quadrat, steht da dran an Kupfer und das ist wirklich auch eine schöne Qualität. Also damit macht es wirklich Spaß zu arbeiten. Hier innen ist eine Aufnahmemöglichkeit für eine 15 Kilo Rolle. Hier ist ein 4-Rollen-Drahtvorschub. Da weiß ich, der ist nicht mehr original. Also wie der Originale aussah, weiß ich nicht. Ist ein einfacher 4-Rollen-Drahtvorschub, aber der fördert wirklich zuverlässig den Draht. Man hat hier nie irgendwelche Probleme, dass der Draht nicht vernünftig gefördert wird. Und wie das Original aussieht, das kann ich heutzutage nicht mehr sagen. Wurde irgendwann mal erneuert, das haben mir die Kollegen erzählt. Und wie vorhin schon gesagt, das Gerät schweißt nach 40 Jahren wirklich immer noch göttlich. Ich habe hier die verschiedensten kleinen Schweißaufgaben durchgeführt, habe so ein bisschen mit rumgespielt. Das macht natürlich auch unglaublich viel Spaß. Das ist 0,7 mm Stahlblech, schweißt das Gerät. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu viel Leistung. Das war so voreingestellt von den Kollegen, die schweißen auch viel am Kfz. Würde ich ein bisschen weniger empfehlen, aber müssen die selber wissen. Ich habe 2 mm geschweißt, ich habe 6 mm geschweißt. Problem ist natürlich immer, man muss sich hier immer wieder ein Testblech nehmen, muss sich immer wieder die Einstellungen erarbeiten, aber wenn man die einmal hat, kann man die natürlich dokumentieren und dann kann man mit so einem Gerät nach all den Jahren wirklich auch noch richtig gut schweißen. Es gibt immer die Fraktion, die sagt, Trafos haben damals viel besser im Stahlbereich geschweißt. Es gibt Leute, die sagen, heute die modernen Inverter schweißen besser. Also ist aus meiner Sicht Blödsinn. Wenn ein moderner Inverter vernünftig eingestellt ist, dann eine vernünftige Qualität hat, dann schweißt er sehr gut. Und diese Trafo-Geräte, wenn die eine gute Qualität haben, vernünftig eingestellt sind, dann schweißen die auch sehr gut. Dass da eine Sorte von Gerät deutlich besser schweißt oder so, halte ich für hausgemachten Quatsch.
Ich will jetzt aber auch nicht unterschlagen, dass es auch positive Punkte an dieser Verordnung gibt. Ich habe hier eine Zusammenfassung und da steht dann auch drin halt, was wirklich positiv ist. Ersatzteile für 10 Jahre verfügbar steht da drin. Das regulieren teilweise auch andere Bereiche schon. Reparierbar mit Standardwerkzeugen, also keine exotischen Werkzeuge. Zugang zu Reparaturinfos für gewerbliche Reparateure. Das heißt, wenn ich eine Firma habe und ich sage, ich möchte von der Firma XY das Gerät reparieren, dann müssen wir dir auch die Infos zur Verfügung stellen und die Lieferung von Ersatzteilen maximal 15 Arbeitstage. Das finde ich halt auch positiv. Also da gibt es auch sicherlich positive Ansätze, die da reguliert wurden bzw. für die Zukunft reguliert werden. Und genauso ist es natürlich, für wen gilt überhaupt diese Verordnung. Würde jetzt zum Beispiel Weldinger ein Hobbygerät auf den Markt bringen, als Trafo, würde das dann auch gelten? Nein, würde nicht gelten. Wenn die sagen, von wegen, es ist für den Hobbybereich, es wird nur gelegentlich genutzt von wegen und das regelt dann die Dokumentation, dann würde man sagen, dann greift das Ganze nicht. Aber wenn man sich das hier so ein bisschen umfassender durchliest, von wegen, ist das auch wieder relativ schwammig geregelt. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Punkt, wo man durchschlüpfen kann oder auch den einen oder anderen Punkt, wo man ganz schnell unter diese Regulierung fällt. Also das Schweißen ist hier wirklich ein absoluter Genuss und es ist schade, dass es diese Marke Messer Griesheim nicht mehr gibt. Die Frage ist natürlich, was wurde aus Messer Griesheim? Messer gibt es immer noch, die stellen heute noch Druckminderer her, sind in der Gasetechnik stark vertreten. Es gibt ja auch diese Acetylen, Sauerstoffbrenner und dergleichen, also gibt es verschiedene Messerprodukte auf einem sehr hohen Niveau. Was es aber allerdings nicht mehr gibt, ist die Schweißtechnik. Messer Griesheim wurde damals abgegeben oder verkauft an Lincoln. Es gab noch mal eine Zeit lang Messer oder Lincoln Messer, glaube ich, hieß es, oder Messer Lincoln, eins von beiden. Und das wurde dann auch wieder eingestellt. Gibt es heute also auch in der Form nicht mehr. Im Prinzip wurde alles verkauft von Lincoln, schön übernommen. Lincoln ist einer der größten Konzerne der Welt, sind Amis. Die haben das alles schön übernommen und dann ist diese Marke leider eingeschlafen. Eine schöne alte Marke, Made in Germany. Ich denke mal, hätten die da so auf dem Niveau weitergemacht, die wären heute wirklich auch absolut führend. Die meisten Messerhändler, die ich kannte, die sind dann übergegangen und sind EWM-Händler geworden. Darum denken auch viele Leute immer, dass EWM irgendwo die Nachfolgefirma von Messer ist. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht oder was ich weiß, nicht so. EWM hat da einfach dann so den Platz eingenommen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Diese Verordnung wollte ich euch auch mal gezeigt haben. Ich gucke nochmal, was ich da finde. Das verlinke ich hier unter. Ich halte es für absoluten Blödsinn, sowas zu verbieten. Ich halte es aber auch für absoluten Blödsinn und nicht mehr zeitgemäß, sich heute noch ein Trafo-Gerät zu kaufen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schweißen. Bis dann, euer Manni.